Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir haben. Influencerin hat Stress mit ihren Stricknadeln, darf man hier im Flugzeug stricken, gibt eine Sicherheitsdebatte. Luxusdiebstahl in Coachella, das Festival zieht immer wieder Langfinger an. Und was solltet ihr tun, wenn ihr in Hotels übernachtet? Für den einen oder anderen interessant. United, die rechnen mit Rezession und streichen Flugprogramm. Abtrip bietet euch eventuell, wenn ihr Glück habt, einen Senatorstatus, nicht ein, nicht zwei, nicht drei. Ihr könntet 3 gewinnen und auch Meilen, je nachdem, ob ihr glücklich seid beim Glücksrad oder wie auch immer. Ich erkläre euch, wie es funktioniert. Und der Flughafen München hat Osterferienansturm und hat natürlich auch eine Bauma-Reisewelle, eine Messe für die, die es nicht weiß. Gehen wir auch drauf ein. Die Themen sind frisch gepresst. Ihr seid wie immer mit dem Drücken des Subscribe-Buttons, also der, wie heißt er auf Deutsch? Abonnieren. Also Abonnierbefehl. Lange nicht mal gesagt Abonnierbefehl, ne? Also, ihr abonniert den Kanal, drängt dran, die Glocke anzumachen, geht auf School und dann geht es direkt los. Die Themen, die wir heute haben, fangen natürlich an mit United Airlines. Die reduzieren die Inlandsflüge, weil sie Angst vor der Rezession haben. Lufthansa hat das ja jetzt auch als Problemfall dargestellt. Andere haben es ja auch gemerkt. Und die wirtschaftliche Unsicherheit durch die US-Zollpolitik hat halt damit konkrete Auswirkungen. Die Reduktion von Kapazitäten bei US-Inlandsflügen ab dem Quartal 3 2025 um 4%. Es gibt 2 Szenarien, die man durchspielen kann. Entweder man hat eine stabile Wirtschaft und dann geht der Gewinn von 11,50 Dollar bis so 13,50 US-Dollar Cent pro Aktie, aber hier wichtig, wir geben hier keine Aktientipps, ne? Oder Rezession, dann ist der Gewinn nur noch 7 bis 9, aber trotzdem Gewinn. Also man sieht da trotzdem, dass was passiert, aber die Angst vor der Abschwächung der US-Wirtschaft ist halt durch die Importzölle und andere Maßnahmen klar gegeben und man fürchtet sich davor. Und natürlich sind die Ökonomen nicht sich zu schade, um da immer wieder zu sagen, wie problematisch das Ganze sein kann mit den negativen Effekten. Auf jeden Fall ist es so, dass die Aktie von United nachbörslich um 7% zugelegt hat. Immer noch keine Aktientipps. Und das Q1-Ergebnis bei Passagieren ist um plus 3,8% auf 40,8 Millionen, Umsatz plus 5,4 auf 13,2 Milliarden US-Dollar und der Gewinn bei 387 Millionen Dollar. Im Vorjahr waren es ein Minus von 124 Dollar. Also ihr seht, die Zahlen sind im Moment noch ganz gut, aber man weiß halt nicht, wie es sich dann verhält, wenn es mit der Rezession wirklich wahr wird. Aber man muss halt gucken. Im Moment der Dollar, ich habe ihn heute nicht überprüft. Ich müsste das mal machen. Wo haben wir es denn jetzt hier? Da ist das Telefon. Auch das richtige Telefon nehmen. Da haben wir heute einen Dollarkurs von einem Euro sind 1,1353. Also es ist nicht hübsch. Ja, der Flughafen München als nächstes Thema, der ist hübsch. Und zwar deshalb, weil man dort jetzt das starke Verkehrsaufkommen meistern von Freitag auf Sonntag will. Und zwar ist es so, dass das erste Wochenende der Osterferien jetzt Gas gibt. 395.000 Fluggäste an 3 Tagen, 80.000 mehr als zum Osterferienbeginn 2024. Und jetzt wollt ihr wissen, warum, habe ich ja eben gesagt, bei der Bauma, das ist die weltgrößte Baumaschinenmesse, die es gibt. Und die haben Rückreiseverkehr und Ferienbeginn in Bayern, Ostern. Ja, so ist das. Der reibungslose Betrieb soll trotz hoher Auslastung gesichert sein und natürlich auch keine Wahrzeichen an den Kontrollstellen mit den CT-Scannern. Die hohe Pünktlichkeitsquote im Flugbetrieb. Bewegung 2900 Starts und Landungen am ersten Ferienwochenende, also das war jetzt. Insgesamt 15.000 Flüge während der Osterferien haben 189 Ziele weltweit angeflogen. Und ein Gesamtaufkommen während der Osterferien sind 2 Millionen. Lufthansa hat ja Maßnahmen ergriffen. Die waren ja auch, ich muss immer wieder grinsen und lachen, wenn ich das höre. Lufthansa, Carsten S., wie er geschimpft hat, dass ja München schlimmer sei als Frankfurt. Das ist so quasi wie Piff, Paff, kriegst direkt auf Fresse. Aber man hat halt auch längere Boden- und Umsteigezeiten gemacht. Schon jetzt den ganzen Flugplan raus und hat natürlich die Vorverlegung der Abendstarts gemacht, um halt die Konflikte mit dem Nachtflugverbot zu vermeiden.
Und da könnt ihr auch nochmal sagen, haben die das erfolgreich gemacht oder nicht. Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Ich persönlich bin ja keiner, der strickt. Ne? Also ich stricke nicht mit der Nadel. Ich glaube, ich muss in der Schule mal häkeln. Ihr könnt ja mal unten schreiben, wer von euch so einen Werkunterricht hatte oder sowas. Und wie ich ein Nachkriegskind bin, also quasi nach dem Vietnamkrieg. Und da in der Schule dann stricken, häkeln oder sonst was machen musste. Ich fand das irgendwie nicht so toll. Wie war das? Eins links, eins rechts, zwei fallen lassen. Aber egal wie, es gibt auch eine Influencerin für Stricken, war mir jetzt nicht ganz so bekannt, aber warum soll es das nicht geben? Und die Flugbegleiterin hat diese Influencer und die heißt Brit Stitches. Ja, Brit Stitches. Beim Stricken im Flugzeug gebeten, die Nadeln wegzulegen. Die Begründung, und jetzt kommt ein Quote, was sie angeblich gesagt hat, die Flugbegleiterin, würden sie im Notfall wirklich Nadeln in der Hand halten wollen. Und da muss man natürlich sagen, gut, macht Sinn, aber dann gibt es ja auch andere Themen, die in der Hand ein echtes Thema darstellen könnten. Ne? Stift zum Beispiel. Also. Aber egal, online ist es halt so, dass es dann relativ heiß hergegangen ist. Einige sagten, dass die Maßnahmen der Flugbegleiterin gerechtfertigt sind. Andere sagten natürlich, dass es übertrieben ist. Also wie immer gibt es zwei Seiten. Und viele wunderten sich, dass die Nadeln erlaubt sind. Früher zum Beispiel waren ja auch Nagelklipser verboten. Und da könnt ihr ja mal einmal kurz zuschreiben, was ihr denkt. Seid ihr pro Stricken erlauben oder gegen, wenn ihr in der Economy Class sitzt und die Nachbarin, der Nachbar strickt, ob euch das irgendwie anficht oder nicht. Die Sicherheitslage ist so, dass natürlich Strick- und Nähnadeln im Handgepäck erlaubt sind in den USA bei der TSA. Auch in den United Kingdom ist es erlaubt. Und es gibt auch keine Airline-Regeln, sagt die Influencerin, die ihr das Stricken auf Reisen verbietet, weil sie hat ja schon auf allen Reisen gestrickt. Ich verstehe das auch, dass das so ein Zeitvertreib ist und so weiter. Aber es ist natürlich auf der einen Seite vielleicht eine übervorsichtige Crew oder aber natürlich ist es so, dass sie zu Recht das Ganze gemacht hat. Ihr könnt dann natürlich sagen, was ihr davon denkt und was ihr haltet davon. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich bin da irgendwie neutral. Also solange ich nicht stricken muss und solange es im Flugzeug nicht die Strickpflicht gibt, ist mir das wurscht. Was mir nicht wurscht ist, wenn es in La Quinta, das ist also La Quinta Resort, Hilton La Quinta Resort in Coachella Valley ist Palm Springs, fängt es an und geht dann einmal durch bis Indio. Eigentlich meine Renn- und Hausstrecke, wenn ihr zum Beispiel seht, dass ich aus dem Hyatt Indian Wells oder aus dem Hyatt Palm Springs berichte, dann bin ich in Coachella Valley. Aber ich vermeide das Coachella Valley genau jetzt auch wieder im April, weil dort das Coachella Festival stattgefunden hat. Und das ist ein Musikfestival, was halt in Kalifornien stattfindet, so Pop, Art, und da kommen die ganzen Influencer, Künstler und so ein Hotspot halt, so ein Melting Pot, wie man sagt. Und da kommen die Leute. Und natürlich haben die Leute da Knete. Und da ist es so, dass es dort während des Coachella Festivals in mehrere Zimmer zu Einbrüchen kam. Und zwar mit einem vermutlich verlorenen Master Key. Und die gezielten Diebstähle sind deshalb gezielt, weil man Designertaschen, Parfüm, Sonnenbrillen, Kleidung geklaut hat, aber Elektronik, Laptop, und da muss ich sagen, Gott sei Dank, sind liegen geblieben. Mir ist es in München passiert, im Westin, da hat man mir 2 Notebooks gezogen aus dem Hotelzimmer und daher weiß ich, dass die Türen auslesen können und sagen können, welcher Schlüssel das war. Aber das hilft dir natürlich nichts am Ende des Tages, wenn du weißt, welcher Schlüssel das war, wenn dieser Schlüssel als verloren gemeldet ist oder sonst was. Auf jeden Fall ist es so, dass der Sicherheitsdienst in diesem Hotel erst nach Stunden kam. Die Polizei hat gesagt, es gab 5 Zimmer, in denen eingebrochen worden ist. Und das Hotel hat halt nur gesagt, ja, wir haben laufende Ermittlungen. Insofern gab es auch keine Kompensation von Hotel, sondern nur ein Zimmerwechsel. Gut, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, was soll das Hotel da auch großartig machen? Also ich weiß es nicht. Ich hatte in München vom Westin, hatte ich jetzt auch nicht so die Unterstützung, ehrlicherweise. Das war so semi, muss man sagen. Aber am Ende des Tages, wie war das nochmal? Ich glaube, die Hotelversicherung hat gezahlt. Auf jeden Fall ist es so, dass es dort die Vermutung gibt, dass es sich um einen
Insiderjob handelt, heißt also, dass so ein Housekeeping-Schlüssel sich verlustigt hat, wobei ich verstehe dann halt nicht, warum das Hotelmanagement da ausweichend reagiert und auch wenig hilfsbereit ist. Weil genau das ist ja genau das Thema, was man in so einem Fall machen sollte als Hotel, dass man da Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ja, scheiße. Also, dass sie das dann natürlich jetzt nicht in einer Art und Weise direkt, sage ich jetzt mal, ersetzen müssen oder sowas, das sehe ich auch so. Aber was solltet ihr machen bei einem Hotelüberfall? Hätte ich fast gesagt, gab es ja auch schon Hyatt in Mexiko, da gab es ja auch Überfälle. Aber bei einem Einbruch, ihr sollt auf jeden Fall für die Polizei, zur Polizei gehen und dort für die Versicherung einen Diebstahlanzeige machen. Das ist wichtig, weil sonst kriegt ihr von der Versicherung eventuell kein Geld. Wichtig ist auch, dass ihr zum Beispiel guckt, wenn ihr eine American Express habt. Ich habe hier zum Beispiel eine meiner Businesskarten. Da sind Sachen, die ihr zum Beispiel in den letzten 30 Tagen gekauft habt, eventuell versichert. Dann ist es so, dass man natürlich auch die Hausratversicherung, nicht nur die Kreditkartenversicherung, sondern auch die Hausratversicherung überprüfen sollte. Dann solltet ihr den Fall bei Hilton Corporate, also der Fall ist ja bei Hilton passiert, bei Corporate melden, damit diese noch ein bisschen Druck machen. Auch solltet ihr natürlich beachten, dass die ganzen Sachen, die ihr gekauft habt, die werden nicht die Neupreise bezahlt. Klar, wenn das 30 Tage sind und die Versicherungsbedingungen so sind, ja, aber im Regelfall wird das, wie beim Gepäck, versuchen die natürlich die 10% pro Jahr oder was das so immer ist, als Daumenregel abzuziehen und den Marktwert zu bezahlen. Ein Notebook, was dieses Jahr gekauft worden ist, ist nächstes Jahr wahrscheinlich nicht unbedingt nur 10% weniger wert. Dann Quittungen und Beweise sichern, das heißt also, ihr solltet die Quittungen aufbewahren, digital. Ich habe die digital, wenn ich an der Grenze zum Beispiel aufgehalten werde, gesagt, ja, du hast mal ein Notebook mit USA-Tastatur, habe ich gesagt, ja, ich habe in Europa gekauft. Also, dass man so etwas immer am Mann hat und natürlich auch die In-Room-Safes, die sind auch jetzt nicht wirklich der Hort der Sicherheit, das muss man auch ehrlicherweise sagen, denn die lassen sich ja auch oft sekundenschnell leider öffnen. Und deshalb das Fazit ist, dass ein Hotelzimmer kein Sicherheitsbereich ist. Das heißt also, da ist jetzt nicht wirklich so der Fall, dass man dort seine Sachen sicher aufbewahren kann. Besonders bei diesen Festival-Hotspots, die natürlich bekannt dafür sind, dass Leute mit Knete kommen, weil diese Wochenenden sind sehr teuer. Die Wüste an selbst, also Coachella selber, ist teuer, aber dann kostet sie nochmal extra viel Geld und das heißt, die Leute, die da kommen, die haben schon Knete. Heißt also, man sollte auch nicht Luxusartikel mitnehmen, die man nicht braucht. Also keinen Quatsch mitnehmen. Besser ist auch natürlich in gut überwachten Luxushotels zu übernachten, wobei ich jetzt ehrlicherweise gesagt hätte, Hilton ist jetzt eine Marke, der ich vertrauen würde. Und weiter ist es dann halt so, nutzt den Hotelsafe. Es gibt wirklich einen Hotelsafe. Unten an der Rezeption. Könnt ihr abgeben. Also dann sind die Sachen wirklich sicher da. Nur so als Hinweis. Das letzte Thema, was wir heute haben, ist eine Aktion von Lufthansa Miles & More und Uptrip vom 20. April bis zum 20. Mai. Find me if you can. Die teilnehmenden Flughäfen bei dieser Aktion sind, und das solltet ihr euch merken, Frankfurt, München, Wien, Berlin und natürlich einige können noch folgen auf TikTok und auf Instagram. Ne? So. Und zu gewinnen gibt es 3-mal den Senatorstatus, 10-mal 10.000 Meilen und natürlich exklusive Uptrip Original NFT-Karten. Ich weiß jetzt nicht, was der Wert von einer Original NFT-Karte ist von Uptrip. Bin ich überfragt. Aber ihr wollt wissen, wie es funktioniert. NFC-Poster am Flughafen mit Smartphone scannen. Ihr müsst halt NFC aktivieren. Dann Push-Benachrichtigungen öffnen. Öffnet sich die App automatisch normalerweise. Also ihr müsst da drauf. Dann Tap to Play, wie das so schon heißt. Dann kommt das Glücksrad ohne Maren Gilser und die Karte Tap to Claim der NFT-Sammlung hinzufügen. Also damit habt ihr das gemacht. Das Highlight ist halt wirklich der Senatorstatus. Gut, ich brauche jetzt nicht drauf eingehen mit dem Loungezugang, First-Class-Check-In, Prio bei Wartelisten, Gepäck, Boarding und natürlich bei Starlines und bei der Lufthansa Group. Das wisst ihr alle. Ne? Also insofern, da gibt es nicht viel zu sagen. Die App von Miles & More, Innovation Hub, ja okay. Ich persönlich mache es jetzt nicht. Wer von euch das macht, kann ja unten kommentieren. Ich bin wieder durch mit der heutigen Sendung. Danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Macht die Glocke an, lasst ein Like da, geht auf School und ich verabschiede mich. Bis morgen in Alter und in Frische. Bis dann. Ciao, ciao.